Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich starte mit einem Blatt Aquarellpapier und möchte ein abstraktes Kunstwerk malen. Dazu habe ich mir eine schwarze Acrylfarbe sehr dünn angemischt und das ergibt ein klares, deutliches Kunstwerk. Ihr werdet es gleich sehen, das liebe ich bei der abstrakten Malerei, denn es ist eine eindeutige Aussage. Wenn man das einmal aufgebracht hat, dann ist es so, dann steht es da auf dem Blatt Papier. Mit einem ganz, ganz breiten Pinsel führe ich den ersten Strich durch. Es ist nicht zu ändern. Wenn ihr das einmal aufgebracht habt, steht es so und stellt eure Aussage dar. Deshalb liebe ich das Abstrakte auf diesem Blatt Papier. Und nun nehme ich einen anderen Pinsel mit einer Ultramarin Acrylfarbe und werde das weiter bearbeiten. Auch das ist wieder ein sehr spontaner, klarer und schneller Strich gewesen. Das kann man nicht wiederholen, sondern das, was auf dem Papier ist, bleibt auch. Dessen müsst ihr euch immer bewusst sein. Von der Tube weg auf eine Plastikspachtel aufgetragen, eine weiße Acrylfarbe, die ich auf das getrocknete Kunstwerk nun aufsetze und damit manche Bereiche überspachtle. Das ist eine sehr dünne Lasur, die die untere Farbschicht dann übermalt. Somit kann ich die Stärke der Aussage dieser schwarzen Acrylfarbe und der blauen Farbe, die ja sehr deutliche Töne sind, wieder etwas zurücknehmen und relativieren. Das finde ich immer sehr spannend, da verschiedene Schichten aufzutragen. Übrigens, gebt mir gerne einen Like, wenn euch diese Art der Malerei gefällt und meine Malerei im Speziellen. Darüber würde ich mich sehr freuen, genauso wie ich mich über jedes Abonnement freue. Das bringt mich hier bei YouTube etwas weiter und ihr seid dann daran mit beteiligt. Nun habe ich mir eine Pinkfarbe aufgezogen auf der Spachtel, die ich nun wieder übertrage. Und wie ihr seht, damit kann man Spuren hinterlassen. Sehr interessante Spuren in diesem Fall. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich möchte ja gerne weitere Videos für euch produzieren, aber dafür ist immer eure Unterstützung wichtig und dafür sage ich danke, 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 danke an euch, liebe Zuschauer, die ihr mir so eine Unterstützung zusagt und gebt. Das ist immer wunderbar. Mit einem pinkfarbenen Permanentmarker fahre ich fort, Zierlinien. Das strukturiert ein bisschen, aber nicht zu dominant. Nun habe ich schwarze Acrylfarbe, etwas verdünnt angemischt mit Wasser. Ja, und hier kommt noch mal so etwas Mutiges, denn diese schwarze Farbe ist dann wieder ein deutlicher Akzent. Ciao, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal.